Wenn ihr jetzt gerne wissen möchtet, wie ich diese Weihnachtsdeko mit einem Glas erstellt habe, ja, dann würde ich vorschlagen, bleibt doch einfach dran. Im folgenden Video zeige ich es euch Step by Step. Das Glas, welches ich jetzt verwenden werde, hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 18 cm und der Durchmesser beträgt ca. 20 cm. So, und dann habe ich jetzt hier noch einen 2 mm starken Aluminiumdraht am Start. Die Farbe bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Und den lege ich mir jetzt hier mal zweimal grob um mein Glas drumherum. Ich lasse auch nachher ein gutes Stück vom Anfang hinausschauen und auch vom Ende lasse ich ein gutes Stück gleich hinausschauen. Das soll aber jetzt nachher da nicht knallestramm drumherum sein. So, mal eben Lucky. Ja, ein bisschen Reserve brauchen wir noch. Sowas hatte ich auch schon mal Richtung Herbst erstellt mit Hortensien. Wie gesagt, Reserve dran lassen, ruhig ein gutes Stück. So, den verwursteln wir mal eben miteinander. Nicht, dass der sich gleich im Worst Case hier komplett abwickelt. Mal eben beiseite. Ich kann ja auch mal eben hier die Länge für euch ausmessen. Kleinen Moment. Der Draht hat jetzt in meinem Fall in etwa eine Länge von 1,60 Meter. Und ihr könnt es ja schon sehen, ich lege mir den jetzt hier mal wieder so locker flockig drumherum. Ich lasse da jetzt ein bisschen Reserve. Also der sollte jetzt hier nicht knallestramm um das Glas drumherum gelegt werden. So, das kann jetzt mal beiseite. Und jetzt lege ich mir den hier mal drumherum, den Draht. Ist jetzt hier ein bisschen friemelig. Aber wirklich nur so ganz locker flockig erstellen. Weil da wird jetzt gleich noch grün drumherum gelegt werden oder drumherum gewickelt werden vielmehr. Den Anfang und das Ende lasse ich jetzt hier mal so zunächst hinausschauen. Jetzt gucke ich nochmal sicherheitshalber mit meinem Glas, ob das alles soweit passt. Ja, es könnte noch ein bisschen strammer drumherum. Ich muss das hier mal eben selber nochmal, ich sag mal, grob justieren. An Grün verwende ich Nordmann-Tannengrün, dann habe ich hier Thuja-Grün und nicht zu vergessen, das hier ist Grün von einem Küchenlorbeer, das stammt aus meinem Garten. Ja, und bevor ich jetzt damit loslege, das Grün einzuarbeiten, befestige ich mal zunächst meinen feinen Schmuckdraht hier an dem Aluminiumring. Und der hat halt einen Durchmesser von 2 mm. Ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, also der Aluminiumdraht. Ich mache den hier vorzugsweise auch immer an die linke Seite dran, weil ich bin Rechtshänderin. So, okidoki, dann schneide ich jetzt hier mal zunächst mein Tannengrün zurecht. Damit man hier nicht zu viel verschwendet, schneide ich das immer so zurecht, dass ich hier halt noch ein schönes Ende so einigermaßen habe. Ich zeige es euch mal eben. Ne, dann kann man hier sowas auch immer noch einarbeiten. Nehmen wir hier mal Thuja-Grün. Ich will die ganze Zeit Zypressengrün sagen. So, wenn das jetzt auch zu lang sein sollte, ne, einfach so ein bisschen hübscher, sage ich jetzt mal, abschneiden. Jetzt mache ich mir mal hier ein kleines Sträußchen. Beim Küchenlorbeer muss ich mal gucken, wie viel ich da gleich drin haben möchte. Ich werde auch mal versuchen, so einzelne Blätter davon einzuarbeiten. Und das Grün hat jetzt in meinem Fall eine Länge von, ja, sagen wir mal, ja, vielleicht sollte ich auch mal richtig rum anhalten, sagen wir mal so maximal 15 cm. Also länger möchte ich es jetzt nicht haben. Umso kleiner man das letzten Endes schneidet, umso filigraner wird das ja auch letzten Endes. Ich habe das jetzt hier auf meinen Schmuckdraht aufgelegt und wickle das jetzt mal zweimal mit meinem Schmuckdraht fest. Auch immer darauf achten, dass ihr nachher von dem Aluminiumring nichts mehr erkennen könnt. Und beim Schmuckdraht immer ein bisschen aufpassen, dass ihr den nicht zu stramm zieht, weil der kann gut und gerne auch mal abreißen. Das wäre dann nicht so prall. Jetzt nehme ich hier mal zweimal Tannengrün hinzu. Einmal hier Thuja. Küchenlorbeer brauchen wir auch mal wieder. Ja, vielleicht kann man den auch so einarbeiten nachher. Ich guck mal. Ja, und dieser Metallring sage ich schon. Und dieser Aluminiumring, der wird jetzt so lange mit dem Grün bedeckt werden, bis ich halt nichts mehr davon erkennen kann. Ich habe das nächste Grün jetzt auch etwas überlappend auf das vorherige Grün draufgelegt. Und wem das Ganze hier zu flutschig sein sollte, der könnte jetzt auch um den Metallring mal zunächst, oder Aluminiumring, der könnte da jetzt zunächst zum Beispiel ein Papier drumherum wickeln oder halt diesen Schmuckdraht erstmal drumherum wickeln. Dann ist das halt nicht so letzten Endes so flutschig, so sage ich jetzt einfach mal. Aber das werde ich jetzt sein lassen. Das hier ist jetzt ein bisschen zu lang.
So, ich zeige euch dann jetzt mal den Abschluss des Kranzes. Dazu hebe ich den Anfang jetzt an und lege mir mein nächstes Grün schon mal so vorsichtig darunter. Ich denke, ich muss jetzt noch einmal Grün einarbeiten und dann ist das Ganze hier auch soweit fertig umwickelt. Im Zweifel hier einfach auch mal zu zweit machen. Boah, ich kriege voll die kalten Hände allmählich. Ja, ist egal. Schaka! Ja, noch einmal. Ich lege das hier mal eben fix zusammen. Aber ich finde, das Thuja-Grün, das ist auch richtig cool. Einige von euch haben ja wahrscheinlich auch Thuja im Garten. Ich musste meine kaufen. Ich habe hier keine im Garten. Außer halt diesen coolen Küchenlorbeer. Ich hatte irgendwann mal versucht, so ein einzelnes Blatt davon einzuarbeiten. Aber ich sag mal, diese Reste vom Küchenlorbeer oder halt primär die Blätter, die kommen nachher einfach halt in die Küche. Die kann man ja super hier zum Beispiel für Rotkohl verwenden. Da machen wir den immer ganz gerne rein. Oder ich lasse den einfach trocknen, mal gucken. So, ich muss hier mal eben so ein bisschen selber einmal rumfriemeln. So. Mal eben schauen, wenn das da jetzt drüber liegt. Okay. Ich wicke jetzt hier aber am Ende mal sicherheitshalber dreimal drumherum. Muss ja auch alles gut halten. Aber ich denke, einmal Grün können wir ruhig noch. Aber jetzt muss ich ein bisschen mogeln. Ich habe jetzt keinen Küchenlorbeer mehr da. Den Schmuckdraht schneide ich nun ab und befestige ihn an den bereits dran gewickelten Schmuckdraht. Ich gehe mal hier so dazwischen entlang, da könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich ziehe das jetzt auch noch mal gut stramm, aber halt nicht so stramm, dass der mir hier gleich im Worst Case einreißt. Das wäre jetzt echt ärgerlich so am Ende. Ja gut, wenn das passieren sollte, dann noch mal ein Stückchen wieder abwickeln, neuen Draht dran befestigen und dann halt wieder ja, neu drumherum wickeln. Das kann man dann auch zur Not machen. Und dann räume ich jetzt mal meinen Arbeitstisch ein bisschen auf. Aber ich finde das Ganze, das sieht hier echt schon richtig nice aus. Mir gefällt diese Kranzkombination schon. Und eine Sache habe ich jetzt vergessen. Der hier muss jetzt nach innen. Ich schneide mir jetzt noch mal 2 Stückchen von meinem Aluminiumdraht ab. Na, wo ist denn jetzt der Anfang? Da. Ich lasse jetzt auch lieber ein bisschen Reserve. Lieber einen Tacken zu viel haben, als jetzt einen Tacken zu wenig. Jetzt eben wieder drum mal rumfriemeln. Das ist echt gemein, wenn die sich abwickeln. Dann hat man richtig Spaß. Kranz, komm mal bitte her. So, und jetzt haben wir ja hier einmal den Anfang und das Ende oder wie rum auch immer. Ich versuche jetzt diese beiden hier mal so einigermaßen immer so gegenüberliegend hier dran zu befestigen. Den habe ich aber jetzt wirklich großzügig abgeschnitten. Ich habe hier so einen kleinen Haken unten reingemacht und das dann noch an den Kranz drumherum gebogen. Ja. Na, willst du wohl? Der möchte gerade nicht, wie ich möchte. So. Kann man auch immer noch alles abändern, ne? Ist egal. Drahtschere braucht man gleich. Ich hoffe, ich habe jetzt keine dreckigen Hände, dass mein Glas jetzt gleich dreckig ist. Und der Kranz kommt hier jetzt drüber. Ihr könnt das Ganze auch immer noch justieren. Jetzt auch mal gucken, wie tief wollt ihr den überhaupt hängen haben. Ich glaube, ich mache das mal auf diese Tiefe. Knick das jetzt hier mal um. Überschüssigen Draht, den schneide ich jetzt gleich aber auch noch ab. Meinen Kranz habe ich jetzt soweit justiert und nun schneide ich den überschüssigen Aluminiumdraht ab. Ne, was man nicht mehr braucht, kann man dann halt jetzt wirklich einfach mal abschneiden. Ja, und dieser Kranz, der wird jetzt auch komplett natürlich dekoriert werden. Ja, was heißt komplett? Nicht zu 100% komplett, fällt mir jetzt auch gerade auf. Ich werde jetzt Tannenzapfen, Bucheckern und diese Holzsterne einfach mit der Heißklebepistole einarbeiten bzw. befestigen. So, komm mal her, Heißklebepistole, danke. Und dann justiere ich das Grün aber auch noch stellenweise, wo man halt auch noch, ich sag mal hier diesen Aluminiumdraht ein bisschen erkennen kann. Einfach hier mal so nach oben hin wegdrücken. Aber es bleibt ja auch wie immer jedem selbst überlassen, wie er das jetzt weiter dekorieren möchte. Vielleicht nehmt ihr auch ganz anderes Grün. Da hat man ja auch, ach, ich sag mal, so viele Möglichkeiten, was man da jetzt machen könnte. Man könnte auch Kugeln einarbeiten. Da hatte ich auch erst drüber nachgedacht. Aber ich denke, ich lasse das Ganze jetzt so richtig schön natürlich. Mal gucken, ob diese Holzsterne überhaupt mit eingearbeitet werden. Das weiß ich jetzt an dieser Stelle auch noch nicht. Ich entscheide halt viele Sachen auch immer erst im Laufe des Erstellens. Und ja, dann kommt jetzt mal wieder für euch ein bisschen der Zeitraffer.
In die Mitte meines Glases kommt nun eine Kerze hinein und die hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 30 cm und der Durchmesser beträgt 8 cm. Bevor ich sie aber platziere, fülle ich mal zunächst etwas Sand in mein Glas hinein. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn das Kerzenwachs halt irgendwann mal die Kerze hinunterläuft, dann hat man es einfacher, den Kerzenwachs vom Sand abzufriemeln, als halt dann nachher von dem Glas. Ich muss das hier mal eben rausfriemeln. Da war ein bisschen Tannengrün. So, kann ruhig alles hinein. Ne, wie gesagt, dann habt ihr das einfacher, falls es mal runterlaufen sollte. Ansonsten kann man ja auch einfach diese LED-Kerzen verwenden. Aber so eine hohe LED-Kerze habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Also mir persönlich gefällt die Dekoration schon mal. Ich gebe es jetzt auch mal zu an dieser Stelle. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, ob das was wird. Also als ich halt den Kranz noch nicht weiter gestaltet hatte, da war ich ein bisschen selber noch unschlüssig, ob ich das cool finde. Aber ich finde das jetzt echt cool. Ich bin vor allen Dingen auch froh, dass ich das halt, ja, ich sag mal, komplett oder fast komplett so natürlich gestaltet habe. Wie üblich findet ihr auch nochmal alle benötigten Materialien für das Projekt in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.